Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die verschiedenen Goldminenaktien an, die meiner Meinung nach vor den Earnings besonders interessant sein könnten. Gehen das Ganze natürlich mit der Chartanalyse als auch der Fundamentalanalyse an und werden die Aktien besprechen und schauen auch ganz explizit mal auf die Dividende, weil das ist auch so ein Thema, was, glaube ich, dann in der nächsten Zeit auch wieder ganz interessant werden dürfte. All das in diesem Video. Gold hat eine beachtliche Performance hingelegt und dementsprechend sind die Goldminenaktien auch ganz gut gelaufen. Und jetzt scheint es so, dass Gold ein bisschen eine Korrektur einleiten könnte, was auch gesund ist, ja klar. Aber für die Goldminenaktien könnte es kurzfristig einen kleinen Rücksetzer bedeuten. Ich glaube aber, dass es eine ganz gute Gelegenheit ist, hier entsprechend nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, beziehungsweise wer noch nicht investiert ist, eventuell dann in die Goldminenaktien zu investieren. Doch bevor wir weitermachen, zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir nochmal rein ins Video und fangen hier mal mit Gold an. Für die mein Gold- und Silber-Update-Video gesehen haben, ist es nichts Neues. Ich habe hier schon die Range eingezeichnet, in der ich erwarte, zumindest für die nächsten 1-2 Wochen, dass Gold hier eventuell seitwärts laufen könnte. So eine Spanne zwischen 4.000 und 4.400 US-Dollar. Das würde natürlich auch dementsprechend bedeuten, dass wir dem Rücksetzer von Gold, natürlich auch die Goldminenaktien kurzfristig einen Rücksetzer erleiden. Das werden wir auch gleich sehen beim GDX. Den GDX, den seht ihr hier, der hat ja auch wirklich eine beachtliche Performance hingelegt in den letzten Tagen. Also hier ging schnurstracks 50% nach oben. Dass man hier jetzt mal auch gut 20-30% fallen kann, ist durchaus realistisch und würde eigentlich dem Aufwärtstrend keinen Abbruch tun. Von daher habe ich so ein bisschen ein Auge drauf, dass ich quasi dann hier in dem Bereich einsteige, wenn wir mal so 10-20% günstiger sind, weil ich eben glaube, dass wir jetzt vor der Quartalssaison, also vor den Quartalsergebnissen der Goldminenaktien, hier, glaube ich, eine ganz gute Chance bekommen werden, von den guten Earnings, die ich erwarte, entsprechend dann profitieren zu können. Denn selbst wenn Gold seitwärts läuft, durch die Earnings könnten hier die Goldminenaktien entsprechend positive Impulse bekommen. Das bedeutet, dass wir hier bei Gold zum Beispiel eben diese Seitwärtsbewegung sehen, aber die Goldminenaktien nach einer kurzfristigen Korrektur dann eben weiterlaufen dürften. Wir sehen auch gleich in den Fundamentalkennzahlen, dass sich hier eben dieser hohe Goldpreis schon abzeichnet, ja, dass die schon ersichtlich sind, was natürlich auch Einfluss auf die Margen hat, ja, das ist ganz wichtig und natürlich auch auf die Bewertung, aber das schauen wir uns gleich in den einzelnen Aktien an. Fangen wir an mit Barrick Mining, ehemals Barrick Gold. Die sind auch ganz gut gelaufen, haben jetzt aber in den letzten Wochen schon so ein bisschen federn lassen und das ist auch schon mal ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass wir zumindest kurzfristig mal ein bisschen ein Auge nach unten haben sollten. Rein von der Charttechnik ist auf jeden Fall wichtig oder beziehungsweise interessante Marke ist hier diese Marke bei 28 US-Dollar. Das wäre so die nächste Anlaufstation für Barrick Mining. Was ich so erwarte, da kommt dann nicht nur diese horizontale Unterstützungszone, sondern eben auch der 20-Wochen-Gleitende durch. Also hier charttechnisch ist es dann interessant, weil wir sind ja in einem Aufwärtstrend, in einem sehr, sehr starken auch Aufwärtstrend nach diesem mehrjährigen Abwärtstrend hier und da ist eine normale Korrektur mal um 10-20% auch mal nochmal drin. Wer investieren möchte, kann das auf dem Niveau meines Erachtens durchaus tun. Wir machen mal oder werfen mal einen Blick auch auf die Fundamentalkennzahlen und im Prinzip sehen die ganzen Fundamentalkennzahlen bei allen Goldminenaktien mehr oder weniger gleich aus. Wir haben jetzt hier natürlich eine Erhöhung der Bewertung im KUV. Wir nehmen mal das KUV als Basis, um die Aktien besser zu vergleichen, weil nicht alle über den gesamten Zeitraum hier entsprechend profitabel waren, aber grundsätzlich sehen wir natürlich die gestiegene Bewertung. Das ist eben das, was der Aktienmarkt aktuell einpreist. Ja, er preist schon gute Zahlen ein, aber ich glaube, dass es eben noch ein Stückchen weiter Potenzial noch nach oben hat. Denn diese hohe Bewertung im KUV von einem KUV von 4, ihr seht es ja hier in der Rückschau, da sind wir schon auf einem relativ hohen Niveau, aber das kommt auch wieder runter, weil wir natürlich höhere Umsätze bekommen werden durch den anhaltend hohen Goldpreis. Und deswegen glaube ich halt, dass die Quartalszahlen besonders für die Goldminenaktien entsprechend gut werden, weil man entsprechende Umsatzsteigerungen erwarten dürfte. Umsatzwachstum, ja, wenn wir das haben, wenn sich das ausweitet, dann drückt das die Bewertung nach unten und die Aktie kann im Grunde oder hat weiter Luft nach oben, um weiter zu steigen. Das heißt, im Prinzip für Barrick Mining bedeutet das als Kursziel in 2025
ist es sportlich, die 55 $, ja, hier als Allzeithoch, aber ich glaube, spätestens 2026 werden wir diese Marke nach oben durchdringen. Aber wie gesagt, kurzfristig erstmal so einen kleinen Rücksetzer auf 28 $. Ja, und dann vor den Quartalszahlen, die wir jetzt hier für Barrick Mining am 10. November bekommen werden, kann man sich dann hier dementsprechend positionieren. So, ansonsten, es ist auch das, was ich gemeint habe mit dem hohen Goldpreis, dass ja positive Auswirkungen auf die Margen hat. Und das sehen wir hier an der Bruttomarge. Ja, die ist auch schon ordentlich gestiegen und das sehen wir bei allen Goldminenaktien. Teilweise aber ein bisschen unterschiedliche Werte. Manche sind dann auch ein bisschen besser bei der Bruttomarge, also bei der Nettogewinnmarge. Aber wir sehen diesen Aufwärtstrend und das ist natürlich ja, das, was man als Anleger und Investor sehen möchte, dass wir eben diesen positiven Trends auch bei den Fundamentalkennzahlen haben. Denn haben wir auch eine höhere Gewinnmarge, die sich auch mit weiter steigenden Goldpreisen bei gleichbleibenden Produktionskosten dann natürlich auch weiter erhöhen wird. Und das lässt dann auch Luft für Dividendenzahlungen, weil das ist das, was ich quasi noch in den nächsten Quartalen erwartet, dass wir hier bei der Dividende einen ordentlichen Schub nach oben bekommen werden. Also ich denke, wir werden auch beim freien Cashflow noch weiter Potenzial nach oben sehen. Barrick hat jetzt so ein bisschen andere Probleme, also Probleme bei manchen Minen. Darauf gehen wir jetzt in diesem Video nicht ein, aber wir gucken jetzt mal auf die Dividende. Und da sehen wir sehen auch schon leichte Dividendenerhöhungen jetzt bei der letzten Zahlung und ich denke, dass das auch weiter nach oben gehen wird. Wir haben jetzt aktuell eine Dividendenrendite von 1,3%. Das heißt, wenn man sich die jetzt einloggt, indem man jetzt die Aktie kauft und die Dividende wird angehoben, vielleicht sogar verdoppelt, dann hat man entsprechend auch eine doppelte Dividendenrendite nominal dann im Portfolio. Und wenn wir uns mal so die Historie betrachten, und dann nehme ich jetzt mal Barrick Mining als Beispiel, wie für die anderen Aktien, dann sehen wir, über die Jahre, wenn es gut lief, und wir hatten ja hier 2011 entsprechend auch diesen starken Bullenmarkt, ja, seit 2002 gesehen gehabt. Und da sehen wir, die Dividende hat ihren Peak in 2012 gefunden. Das heißt, wir sind jetzt gerade mitten im Goldbullenmarkt und wir sehen jetzt dann quasi auch, das erwarte ich für alle Goldminenaktien, dass wir hier in den nächsten Jahren auch weiter ansteigende Dividenden sehen dürften. Also das ist etwas, was man definitiv nicht außer Acht lassen sollte und dementsprechend glaube ich, dass man hier auch eine nette Zusatzrendite durch die Dividende bekommen kann. Kommen wir mal zur nächsten Aktie. Das ist Newmont Corporation, also Newmont Mining hießen sie vielleicht auch, glaube ich mal. Ich habe immer Newmont Mining im Kopf. Auf jeden Fall sehen wir natürlich auch eine beachtliche Rallye. Ja klar, also das ist jetzt schon ein bisschen riecht nach Fahnenstange. Da braucht es auch mal so einen kleinen gesunden Rücksetzer. Der kann durchaus, ich glaube nicht, dass wir hier dieses Allzeithoch halten werden. Ja, was ein Allzeithoch, ja. Dieses letzte Allzeithoch als Unterstützung halten werden. Dafür sind wir noch ein bisschen zu nah und ich glaube, dass die Aktie auch zu gut gelaufen ist, kurzfristig. Aber ich glaube, dass wir spätestens hier bei 75 $ eine sehr, sehr interessante Kaufgelegenheit bekommen werden, weil Newmont auch eine sehr, sehr interessante Dividendenhistorie hatte, beziehungsweise generell auch immer ein schöner Dividendenzahler war. Und das Management hat auch angekündigt, entsprechend hier Wert auf Aktienrückkäufe und Dividende zu legen. Und wir sehen auch beim freien Cashflow, das ist das, was Newmont eigentlich besser macht als Barrick. Einen deutlich höheren freien Cashflow schon. Und auch die Nettogewinnmarge ist mit 40% extrem ordentlich. Also Newmont ist wirklich eine Cashmaschine. Wir sehen es auch hier am Umsatzwachstum, was sich jetzt schon in den letzten Quartalen abgezeichnet hat, 57% plus. Das heißt, Newmont ist im Grunde ein blinder Kauf bei jedem Rücksetzer, wo man die Aktie noch günstiger bekommen kann, weil ich glaube, auch hier dürfte die Aktie in den nächsten Jahren, wenn Gold natürlich kontinuierlich weiter steigt und jenseits der 5.000 $ geht, auch noch ordentlich weiterlaufen. Und auch hier natürlich nicht nur die Profitabilitätskennzahlen interessant, natürlich auch die Bewertung. Hier sehen wir, die ist natürlich auch noch oben gekommen, aber das gleiche gilt hier. Wir sind ein bisschen teurer als bei Barrick mit dem KV von 5 statt von 4 wie bei Barrick. Aber ich glaube, dadurch, dass Newmont so profitabel ist, glaube ich, hat man hier eine Aktie, die eigentlich gar nicht mal so teuer auf dem aktuellen Niveau ist und tatsächlich immer noch nach einem Rücksetzer deutlich Luft hat, noch weiter nach oben zu laufen. Wir sehen auch hier ein KGV von 16, Barrick hat ein KGV von 20. Da zeichnet sich eben diese gute Profitabilität eben aus in der Aktie. Und das zeigt sich dann eben in den Kennzahlen. Auch hier Newmont, ja, diese kleine Delle, ja, ehemals einen sehr, sehr guten Dividendenzahler, Dividendenrendite 4,6%, damals 2022.
Dann hat man natürlich auch unter den hohen Kosten gelitten, aber wir haben jetzt eben dieses stabile Kostenniveau und jetzt der Goldpreis, der extrem anzieht, und mit einer Dividendenrendite von 1,1%, glaube ich, dass die in der Zukunft auch noch deutlich höher sein wird, wenn man eben sich die Aktie jetzt ins Depot kauft. Und wir sehen mal, wenn wir so ein bisschen runterblättern, ein bisschen zurückgehen, dann sehen wir hier Quartalsdividende von 50 Cent, sogar mal außerordentliche Dividenden gibt's hier mal bei Newmont. Ja, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also ich denke, dass die Quartalsdividende locker sich verdoppeln kann. Vielleicht sogar noch eine Sonderdividende es dann gibt. Von daher ist Newmont somit mein Liebling, was die Dividende angeht, so ein bisschen. Und eigentlich so mitunter mein Favorit, weil es eben auch von der Bewertung her ganz in Ordnung ist. Gehen wir mal auf B2Gold. B2Gold hat ähnliche Probleme wie jetzt Barrick, aber das ist jetzt, ich sag mal, untergeordnet. Man sieht so ein bisschen in den Finanzkennzahlen, ja, die Nettogewinnmarge ist nicht ganz so hoch wie jetzt bei Newmont. Da sind wir eher so vergleichbar wie bei Barrick von den Kennzahlen. Aber an sich ist es jetzt auch eine Aktie, die durchaus auch interessant ist, vielleicht sogar auch so ein bisschen Nachholpotenzial hat, wenn man eben diese Probleme gelöst hat in Mali. Und was auch so ein kleiner Dämpfer ist, warum ich die Aktie jetzt nicht ganz so weit oben auf meiner Liste steht, ist eben der freie Cashflow. Der ist schon so ein bisschen rückständig im Vergleich zu den Aktien. Das heißt, wenn wir uns mal so die ganzen Aktien im Korb anschauen, dann sticht natürlich eine Newmont hier deutlich besser hervor mit einem deutlich höheren freien Cashflow. Und wenn man hier sich das eben anschaut, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum soll man dann hier eine B2Gold kaufen, die so viel Nachholpotenzial oder so weit hinterherhinkt, als es eine Newmont, die ja schon gezeigt hat in den letzten Quartalen hier in dieses Jahres, dass man entsprechend hier auch eine Cash-Cow ist. Also hier B2Gold bin ich immer noch so ein bisschen vorsichtig. Wir haben auch eine ähnliche Bewertung beim KUV von knapp 4, ein bisschen drunter. Aber wie gesagt, ja, B2Gold ist jetzt nicht so gerade mein Favorit, was das angeht. Die Dividendenrendite ist ein bisschen höher. Das ist tatsächlich so ein kleiner Pluspunkt bei der Aktie jetzt. Wir haben eine Dividendenrendite von 1,8%. Wenn wir auch hier mal so ein bisschen in die Historie schauen, sehen wir auch teils ein bisschen höhere Quartalsdividende. Und wie gesagt, wenn man es schafft, auch mal ein bisschen profitabler zu werden, ein bisschen mehr freien Cashflow zu erzeugen, dann glaube ich auch, dass man hier die Dividende auch noch weiter anheben dürfte. Vielleicht so ein bisschen verzögert, ja, aber ich denke auch B2Gold wird entsprechend natürlich profitieren, aber so ein bisschen aus der zweiten Reihe hinaus womöglich. Gehen wir mal auf Agnico Eagle. Agnico Eagle ist auch eine Aktie, die schon sehr, sehr gut gelaufen ist und wo man sich eigentlich fragt, okay, wie weit läuft die Aktie denn noch? Denn die ist schon sehr, sehr teuer. Wenn wir im Vergleich zu den anderen Aktien in KV von 4 hatten, ja, also die anderen Aktien, die ungefähr hier unten rumdümpeln, dann ist Agnico Eagle schon auf einem relativ, ja, wenn wir so die letzten 10 Jahre nehmen, auf einem Allzeithoch, was die Aktienbewertung angeht. Also wir sind ja schon relativ teuer tatsächlich. Und da würde ich auch sagen, dass man hier womöglich auch irgendwann mal an eine Grenze stößt. Das heißt, dass der Markt einfach schon so viel eingepreist hat, dass die Aktie underperformt. Underperformt heißt einfach nur, dass die Aktie vielleicht auch steigt, aber nicht ganz so stark steigt wie jetzt zum Beispiel andere Aktien aus der Peer Group, also aus der Branche. Und deswegen würde ich auch sagen, ist Agnico Eagle, obwohl natürlich Top-Kennzahlen da sind, ja, top-freier Cashflow, klar, Bruttomarge über 50%, fast 60%, das ist herausragend. Nettogewinnmarge von 40%, das ist wie bei Newmont. Also dann hat man schon sehr, sehr gute Werte, aber man ist quasi doppelt so teuer wie eine Newmont. Und dann würde ich tatsächlich lieber eine Newmont nehmen als eine Agnico Eagle, die eben das Potenzial hat, so ein bisschen anders zu performen. Genau, das ist so quasi mein Beweggrund. Und die Dividendenrendite hier, ja, knapp 1%. Wie gesagt, auch hier glaube ich, dass wir entsprechend dann mit der höheren Profitabilität und den hohen freien Cashflows dann eine Dividendensteigerung sehen dürften. Natürlich hofft man immer so ein bisschen drauf, dass man eine Sonderdividende bekommt, aber ja, das hängt natürlich auch, oder ist sehr individuell und hängt stark von dem Unternehmen selbst ab. Aber wie gesagt, Agnico Eagle ist meines Erachtens ein bisschen zu teuer und von daher würde ich die Aktie erstmal, wenn dann nur auf die Watchlist packen.
So, Kinross, genau das gleiche Spiel wie jetzt bei den anderen Aktien auch. Wir haben jetzt hier oder kratzen gerade an einem Allzeithoch. Ich habe es hier in dieser blauen Linie schon angezeichnet bei so ungefähr 38 kanadischen Dollar. Da haben wir gerade angeklopft. Jetzt sehen wir hier diese Kerze und das ist so eine klassische Turnaround-Kerze. Ja, also dass wir zumindest mal in den nächsten Wochen, wir sind nicht im Wochenchart, mal den Weg nach unten antreten dürften. Das bedeutet, dass wir hier so im Bereich 30 kanadische Dollar tatsächlich sehen könnten. Ansonsten glaube ich auch, dass hier bei 25 Dollar spätestens auch eine starke Unterstützungszone ist. Ich glaube nicht, dass die Aktie tiefer fällt. Tatsächlich sollte sie dorthin fallen, ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Kaufregion. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber die Aktie ist meines Erachtens bei einem Rücksetzer auch wirklich interessant, denn wir sehen auch hier Top-Kennzahlen. Ja, wir haben eine Bruttomarge, die jetzt über 50% gehen sollte mit den nächsten Quartalszahlen, wenn nichts außerordentlich dazwischen kommt, und auch die Nettogewinnmarge, die über 30% liegt, und natürlich auch die freien Cashflows, die kontinuierlich zunehmen. Also ja, wie gesagt, Top-Kennzahlen. Die Dividendenrendite ist vielleicht so ein bisschen niedrig. Klar, wer da einen größeren Fokus drauf legt oder beziehungsweise mehr Wert auf eine höhere Dividendenrendite legt, der ist ganz klar bei Newmont oder Barrick entsprechend besser bedient, aber ich denke, auch hier sollte die Dividende relativ schnell auf dieses alte Niveau oder da sind wir ja auch schon, aber ich denke, darüber hinaus dann auch angehoben werden. Wir sehen es auch hier schon tendenziell, wo einige Aktien so einen kleinen Rücksetzer hatten. 2024 konnte Kinross die Dividende sogar einen Cent steigern. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass das Unternehmen einfach auch sehr gut aufgestellt ist, was die Profitabilität angeht. Und wie gesagt, die Bewertung ist jetzt natürlich, wenn man die Historie anschaut, auch relativ hoch, aber ein KV von 5. Angesichts der höheren Umsätze, die zu erwarten sind aufgrund des hohen Goldpreises und generell der hohen Goldnachfrage aktuell, ist es vertretbar. Ja, also ich glaube, die Aktie hat da tatsächlich auch noch Luft nach oben zu steigen, aber wie gesagt, ich denke, auch hier sollte man den Rücksetzer abwarten. 30 kanadische Dollar ist interessant. Und ja, und dann gehen wir mal zur letzten Aktie für heute. Das ist Endeavour Mining. Und Endeavour ist auf dem Allzeithoch ausgebrochen, wie man das hier so schön sehen kann. Und auch hier gleiches Bild. Wir müssen jetzt quasi Ausschau halten, ja, wo geht's denn ungefähr hin mit der Korrektur? Ich denke, hier wird man mindestens mal die 40 US-Dollar wieder sehen bei der Aktie. Wenn man Glück hat, sogar ein bisschen tiefer, vielleicht 38, ja, 36 könnte ein bisschen knapp werden, wenn die Aktie sich gut hält. Möglich, dass wir das gar nicht sehen, sondern uns irgendwo zwischen so 38, 40 US-Dollar bei der Korrektur so einen Zwischenboden finden. Und natürlich, je nachdem, wie Gold performt. Also wenn Gold diese Seitwärtsphase hinlegt, dann hält sich die Grenze oder beziehungsweise die Korrektur bei den Goldminenaktien auch entsprechend ja, fällt die kleiner aus. Sollte Gold ein bisschen stärker und schärfer korrigieren, dann kann es auch sein, dass wir hier bei den Aktien zumindest mal so einen kurzen Dip weiter tiefer nach unten sehen, der aber dann relativ schnell wieder aufgekauft werden sollte, eben weil hier entsprechend die Quartalsberichte kommen dann im November von den ganzen Aktien, von den ganzen Goldminenbetreibern. Und die werden dementsprechend gut und haben gute Chancen auch dann die Analystenschätzungen zu übertreffen. Wie gesagt, wenn jetzt nichts Außerordentliches bei den einzelnen Unternehmen dazwischen kommt, wie irgendwelche minenspezifische Probleme, klar, dann können die ein oder andere Aktie natürlich schlechter performen. Aber grundsätzlich bin ich da sehr, sehr bullish und sehe diesen kommenden Rücksetzer dann entsprechend als Kaufgelegenheit an. Und was mir auch gut gefällt bei Endeavour, das seht ihr vielleicht auch hier schon, wir haben generell eine geringere Bewertung. Wir haben einen KUV von 3, damit ist man von den ganzen Aktien, die wir jetzt hier besprochen haben, die günstigste Aktie und hat dementsprechend auch noch deutlich mehr Luft, würde ich sagen, das Bewertungsniveau nach oben auszuweiten. Wir sehen auch hier schon die positiven Tendenzen, Bruttomargen Richtung 50%. Das schlägt sich natürlich auch auf die Nettogewinnmarge dann drauf quasi, klar. Wir werden auch hier, glaube ich, ansteigende Nettogewinnmargen sehen. Das heißt, auch hier dürften wir locker über 30% kommen. Die freien Cashflows haben auch schon angezogen. Ja, also auch hier sind wir auf einem ganz guten Weg und in Kombination mit der relativ günstigen Bewertung, beziehungsweise zumindest mal die günstigste Bewertung von den Aktien, die wir hier besprochen haben, ist es, glaube ich, eine ganz interessante Aktie. Und was auch top ist, Endeavour ist hier mit der Dividendenrendite von bereits 2,6% auch die beste Aktie.
Und wie gesagt, nicht vergessen, die Dividende sollte auch weiter angehoben werden. Und das sehen wir hier schon als herausstechendes Beispiel, positives Beispiel, dass Endeavor auch schon ja in letzter Zeit die Dividende auch stärker angehoben hat als die Konkurrenten. Also das ist auch schon mal ein positives Zeichen und ich glaube, dass es entsprechend auch weitergeht. Das heißt, diese hohe oder im Verhältnis sogar höchste Dividendenrendite von den Aktien ist eine sehr, sehr gute Basis, hier auch entsprechend dann eine ganz gute Dividendenrendite sich zukünftig ins Portfolio einzuloggen. Also Endeavor ist ganz klar auch einer meiner Favoriten zusammen mit Newmont. Die beiden Aktien, wenn ich zwei wählen müsste, würde ich dann quasi kaufen. Und schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien ihr interessant findet und vielleicht von den Aktien, die wir jetzt nicht besprochen haben, welche da besonders herausstechen. Da bin ich auch mal interessiert. Und in eigener Sache natürlich, lasst gerne einen Kommentar, Kommentar auch und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und auch in eigener Sache eine neue Finanz-App, eine Finanzrechner-App, in der ihr ein paar kleine Tools habt, um verschiedene Dinge im Bereich Aktien und ETFs zu rechnen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao.